Hallo, willkommen zu Slavkos Drive and Dive Diaries. In dem kleinen Video heute möchte ich euch einfach von meinem letzten Tauchurlaub berichten in Thailand auf Phuket am Nai Beach bei Paradise Diving und Seabees. Wie ihr schon seht im Startbild, das Weihnachtsmaskottchen war natürlich auch dabei. Es gibt dort 4, 5 Tauchsites, die man erreichen kann, immer so 15, 20 Minuten mit dem Boot. Das hier ist die Schocktip, aber gerne bin ich auch unterwegs auf einem Longtail. Da kann man dann die berühmte Taucherrolle rückwärts ins Wasser machen. Ist auch immer schön, ist urig und hat natürlich was mit Thailand-Urlaub zu tun. Auf den Weg zu den Tauchsites, wenn man aus der Nai-Bucht rausfährt, dann kommt man an den Monkey Rocks vorbei, also die Affenfelsen. Und wenn man Glück hat, sieht man dort auch ab und zu so ein paar Äffchen sitzen. Ja, und dann tauchen wir ab in die Unterwasserwelt und freuen uns schon auf, was uns da begegnet. Wir haben hier ein wunderschönes Riff. Das ist rund um eine kleine Mini-Insel mit 2 Pälmchen drauf und rundherum ist ein Riff, das ist Koh Weh. Und Koh Weh ist wirklich so ein Kindergarten für Fische, kann man da sagen. Und man kann aber auch alles mögliche andere entdecken. Hier ist zum Beispiel in so einer Topfkoralle ein Skorpionfisch und die Anemonen leuchten uns an. Wir haben unterschiedlichste Arten von Korallen. Es gibt dort einen Bereich, das heißt Zone Coral Reef. Dort gibt es hunderte unterschiedliche Korallenarten, sodass sogar 4 oder 5 Universitäten dort regelmäßig ihre Untersuchungen machen und eben auch gucken, wie es der Meeresbiologie geht. Ein bisschen außerhalb im Sandgebiete sieht man dann auch immer Blaupunktrochen rumliegen. Und die treuen Begleiter beim Tauchgang sind meistens die großen Kugelfische. Die begleiten einen manchmal auch 15 bis 20 Minuten. Das ist immer ganz lustig. Da hat man immer sozusagen noch einen Tauchbuddy dabei. Nur die dürfen unten bleiben und wir müssen halt irgendwann wieder auftauchen. Ja, besondere Lieblinge von mir sind die Cuttlefish oder Sepia. Und das sind ganz tolle Tiere. Da kann man immer lange zugucken, wenn man die beobachtet beim Tauchen. Die sind hyperintelligent und das macht einfach Spaß und wie die sich bewegen und deren Lichteffekte, wie sie ihre Farben anpassen. Wenn man das Glück hat, sie in einer Familie zu sehen, dann gehen die Farbspiele sogar von einem Tier aufs andere weiter und sie kommunizieren damit. Wir haben Bereiche, wo eben auch Glasfisch ist in den Riffen und Muränen. Und das ist einfach eine wunderbare Ecke, wo wir wirklich als Taucher, ja, kann man abtauchen und ist einfach nur faszinierend. Ja, leider die negative Seite bei jedem Tauchgang. Es bleibt eigentlich kein Tauchgang, wo wir nicht auch Netze rausschneiden müssen oder irgendwelchen Plastikmüll im Meer finden. Aber das ist bei der Tauchschule, wo wir hier sind, gehört das sozusagen zum guten Ton. Jeder, der was sieht, sammelt es ein.
Die Netze werden rausgeschnitten, das gehört einfach dazu. Und manchmal machen wir auch richtige große Aktionen. Wenn es große Netze sind, dann gibt es extra einen Tauchgang, um dieses Netz rauszuschneiden. Und das tun wir auch, damit hier natürlich die Anemonen und die Clownfische, die Nemos, die sind natürlich auch immer eine Schau. Das ist auch so einer der Meeresbewohner, wo man auch immer mal verweilen kann und unter Wasser sich das anschauen kann und sehen, wie sie ihre Anemone verteidigen, wie sie putzen. Ist wenig Strömung, fächeln die denen sogar Frischwasser zu, dass die Anemone in möglichst gutem Zustand bleibt. Also es ist wirklich eine Symbiose zwischen diesen beiden Tieren. Interessant ist auch, dass manchmal Papageienfische und andere Fische so eine Art Rudelverhalten zeigen und dann auch tatsächlich auf die Korallen zustürzen und so eine Art Fressrausch kommen. Und dann knabbern sie die Korallen da ab und dann staubt's. Und ja, das ist das, was wir dann als Strand haben, was hinten bei denen wieder rauskommt. Und das ist immer schon interessant zu sehen, dass die da so ein Rudelverhalten zeigen. Also interessanterweise, ich habe viel auch im Roten Meer getaucht und dort habe ich das nicht beobachten können. Die etwas ruhigeren Zeitgenossen sind die großen Riesenmuscheln, die es auch in unterschiedlichsten Arten und Größen und Farben gibt. Die findet man meistens auf dem Riffdach und wo sie eben entsprechend ein- und auspumpen und so ihren festen Wohnsitz sozusagen als Nahrungsquelle haben und peu à peu im Riff eingeschlossen werden. Ja, unsere stetigen Begleiter sind natürlich immer dabei. Wir haben natürlich auch Laienfisch oder Feuerfisch, wie man auf Deutsch sagt. Und dann hat man eben entsprechend auch in den Ecken und Kanten findet man öfters auch mal eine Moräne. Und das ist dann auch immer eine kleine Überraschung. Apropos klein, was natürlich auch sehr schön ist, sind die kleinen Wesen. Und das sind vor allen Dingen die Schnecken. Die sind in wirklich atemberaubenden Farben und das sieht ein bisschen aus wie von einer anderen Welt sehr oft. Warzenschnecken und sind sehr farbig und bunt. Ein magischer Platz ist tatsächlich ein Wrack, was man dort auch betauchen kann. Das ist die Tin Lizzie. Tin Lizzie ist eigentlich kein Schiff gewesen, sondern eine Plattform, die draußen im Meer lag, als noch Zinn abgebaut wurde. Wurden dort die Schiffe beladen. Und hier sieht man auch die alten Schaufeln noch, wo dann das Zinnerz sozusagen auf diese Schiffe beladen wurde. Das Ganze liegt auf Sandboden in circa 20 Meter Tiefe und das ist einfach eine sehr schöne Geschichte, weil dort hat man natürlich auch nochmal andere Tiere, andere Arten und es ist dadurch eine gewisse Magie, die da ist. Leider kann man da nicht so oft hin. Der Hintergrund ist, die Sicht ist sehr, sehr oft schlecht und manchmal hat man auch, wenn Ebbe und Flut nicht stimmen, sehr schwierige Strömungsbedingungen. Aber an dem Tag hatten wir Glück und hier hatten wir zum Beispiel einen wunderschönen kleinen Kofferfisch, der in seinem Orangerot leuchtet. Messerfische haben wir dort auch gesehen. Messerfische, die sind sozusagen die Synchronschwimmer, schwimmen immer mit ihrem Kopf nach unten und sind immer 4, 5, 6, 7 Fischlein, die dann synchron senkrecht kurz über dem Sandboden ihre Schwimmbewegungen haben. Ja, man hat natürlich dort bei dem künstlichen Riff auch ein paar Schneckchen und hier sieht man eine kleine Moräne. Das ist tatsächlich keine Makro, sondern eine Mini-Moräne. Und diese Mini-Moräne, die zeichnet sich dadurch aus, die wird auch nicht viel größer. Also das Bild, nur dass man sich vorstellen kann, da hat man keine Größenverhältnisse, die ist ungefähr so groß wie ein Zeigefinger. Hier hat sich einer zum Schlafen niedergelegt. Und natürlich gibt es auch rund um das Wrack die ein oder anderen Fischschwärme. Hier sieht man, wie sich dann auch der Bewuchs festgesetzt hat mit Muscheln. Und eine kleine Schule mit Baby-Barracudas ist da. Man sieht aber ab und zu auch einen größeren. Besonders schön sind, wenn man
gute Augen hat. Meistens schwimmt man drüber, weil man denkt, es ist vielleicht ein Stück Holz oder irgendwas anderes. Das ist eine Seenadel und am Kopf kann man erkennen, dass die zu der Gattung der Seepferdchen gehören. Da freuen wir uns auch immer besonders, wenn man so einen in der Unterwassersafari vor die Linse bekommt. Die Seeanemonen, es gibt einen Bereich, der wunderbar mit Seeanemonen bewachsen ist. Das sieht man auch, die haben solche Hüllen. Diese beiden Seeanemonen, die da in ihrem lila-blauen Gewand eingepackt sind, die sind gerade am Ruhen, also am Pennen, wenn man so will. Größere Fischschwärme und einem Herzchen zur Verabschiedung sagen wir okay und tauchen wieder auf. Ja, und dann geht es auch schon wieder zurück zum Strand. Das Schöne an der Geschichte hier, man hat Halbtagestouren. Das heißt, man macht zwei Tauchgänge und ist zwischen 1 und 2 wieder am Strand. Das heißt, man hat von dem ganzen Nachmittag noch was. Es ist also wirklich Tauchurlaub, nicht nur Tauchen, sondern auch Urlaub. Und gerade die Kopplung, die finde ich persönlich einfach sehr, sehr schön. Was einem natürlich auch lockt, entlang der Bucht sind einige Restaurants, wo man dann auch wunderbares Essen bekommt. Und als Nachtisch geht immer noch ein Roti. Der Strand selber ist sehr weitläufig, dadurch tun sich auch die Touristen und die Strandbesucher verlaufen. Und tagsüber ist es eigentlich immer so, dass man Plätzchen findet, wo man, wenn man allein sein will, kann man allein sein. Wenn man auf die Liegen will, kann man auf die Liegen gehen. Und wenn man laufen will, kann man ungefähr 14 Kilometer den Strand in diese Richtung rauslaufen. Beim Rauslaufen des Strandes sieht man die ein oder andere Krabbe, die am Strand ihrem Tagesgeschäft nachgeht. Ja, wir waren über Weihnachten und Neujahr da, deshalb auch am Anfang die Bilder mit den Weihnachtsmützen im Wasser. Das gehört natürlich an Heiligabend. Wenn man Heiligabend tauchen geht, gehört natürlich die Weihnachtsmütze dazu. Neujahr, da fühlt sich tatsächlich der Strand schon extrem, weil dann natürlich auch viele aus dem Hinterland kommen zum Feiern. Und die Nayang Beach hat sich da einen Ruf erobert, dass hier immer ein nettes Feuerwerk stattfindet. Und es ist aber gemächlich, also es ist nicht die wilde Party. Und eigentlich so um 1, um 2 dann auch Schluss. Am nächsten Tag ist der Strand wieder wunderbar sauber. Um 12 Uhr knallen da auch die Sektkorken und der nächste Videoausschnitt zeigt euch, wie das Feuerwerk am Nayang Beach aussieht. Es heißt ja Slavkos Drive and Dive. Das heißt, ich bin nicht nur unter Wasser unterwegs, sondern natürlich gucken wir uns auch die Gegend an. Und gerne mieten wir uns einen Roller und fahren mal auf die andere Seite der Insel. Denn die Ostküste von Phuket bietet nämlich auch einen wunderbaren Mangrovenbereich. Hier kann man auf einem schwimmenden Restaurant wirklich authentisches Thai-Food, also man muss ein bisschen Schärfe erprobt sein, essen. Und auch der Eingang zu dem Restaurant ist ein bisschen, ja, sagen wir mal, abenteuerlich. Hier turnen auch die Affen durch die Bäume. Da ist auch ein kleiner Hafen, wo die Inseln, die hinten in der Andamanensee liegen, entsprechend versorgt werden oder wo auch kleinere Hotels auf diesen Inseln sind, wo dann die Touristen abgeholt werden und dorthin gefahren werden. Der Blick, wenn man hinten dann die Küstenstraßen lang fährt, ist auch immer traumhaft. Phuket ist eine Insel und hier sieht man die Brücke aufs Festland. Also ist nur eine ganz kleine Wasserstraße, die sozusagen das Festland von Phuket trennt. Hier kann man dann natürlich rüberfahren. Da haben wir einen Ausflug, auch mit dem Roller in Richtung Phang Nga
Nationalpark oder auch die Bucht genannt. Das ist auch in der Andamanensee. Und diese Inselwelt kennt der eine oder andere vielleicht aus Kinos, denn diese Bilder, wie man sie hier auch im Hintergrund, wo ich auf dem Roller sitze, sieht, kennt man aus den ein oder anderen Filmen. Und unter anderem gibt es da auch die James Bond Island. Der originale Name der Insel heißt Koh Tao und das finde ich eigentlich viel besser. Auf der Fahrt immer mal wieder einen schönen Ausblick und Aussichtspunkt. Es gibt einige Häfen in diesem Bereich und auch einige größere Piers. Und die einen oder anderen fragen sich vielleicht, warum stehen da denn auch auf der Westküste, aber auch an der Ostküste einige von diesen Monster-Piers. Und tatsächlich sind die meisten dieser großen Schiffsanleger sind gebaut worden nach dem Tsunami, um Phuket wieder aufzubauen, Infrastruktur herzustellen. Und weil keine größeren Schiffe im Norden Phukets anlegen konnten, hatte man sich dort eben beholfen und hat solche Betonpiers in das Wasser gelegt. Weil das Wasser ist meistens recht flach und es ist auch nicht weit weg vom Mangrovensumpf. Hier sieht man auch der Küstenbereich in dieser Bucht ist alles Mangrove und ein Labyrinth. Und vor diesem Labyrinth liegt dann diese Inselwelt mit circa 40 Inseln, die teilweise auch mit ein paar Leuten bewohnt sind. Es gibt auch eine kleine schwimmende Stadt, die kann man auch besuchen als Tourist. Und natürlich freuen sich die Einheimischen, wenn man einen so einen Longtail mietet und einen von diesen Ausflügen auch macht. Hier noch ein paar Blicke über die Bucht. Ein typisches Urlaubsfoto darf auch nicht fehlen. Unser Ziel ist es nächstes Jahr, wenn wir wieder dort sind, werden wir dort den Sonnenaufgang erleben wollen. Es gibt dort so einen kleinen Campingplatz, die haben auch so ein paar Hütten zu vermieten und dann hat man diesen wunderbaren Blick und das ist einfach ganz toll. Ja, mit dem Blick durch das Baumloch auf die Bucht komme ich dann auch schon zum Ende von diesem kleinen Video. Und das Ende soll eine Compilation, sagt man ja neudeutsch, also eine Zusammenstellung von den Sonnenuntergangsbildern sein. Denn es ist tatsächlich so, jeden Abend circa 6 Uhr, wir sind ja nahe des Äquators, fällt die Sonne in den Ozean hinein, mal ein bisschen früher, ein bisschen später, aber eigentlich immer circa 6 Uhr. Jeden Tag ist es ein atemberaubendes Schauspiel, was eine ganz andere Atmosphäre hat. Und damit möchte ich auch einfach mich bedanken. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt bei diesem kurzen Video und ja, lasst einfach noch ein paar Sonnenuntergangsbilder auf euch wirken. I would float forever if I had my way. Liquid blue and white, so perfect in this light. One more wave before I finish for the day. Liquid blue and white, so perfect in this light. Liquid blue and white, so perfect in this light. Liquid blue, liquid blue, liquid blue. Liquid blue and white, so perfect in this light.